Ja, wo sind wir denn stehen geblieben? Also, in Spanien haben wir uns, oder habe ich mich dazu entschieden, dass wir diese Konvois nicht angreifen, weil das mit dem Kreuzer ja so schlecht lief im letzten Teil. Und dementsprechend bin ich jetzt noch ein paar Monate weiter. Ähm, Wir sind jetzt hier bei China, die jetzt noch mal versuchen, hier irgendwas zu reißen. Die es geschafft haben, nochmal schwere Kreuzer und so weiter zu akquirieren. Und da werden wir jetzt erstmal machen, aber auch in Spanien, die versuchen gerade ein paar Sachen noch aufzuhalten. Ähm, Ich kann jetzt aber erstmal nur diese Schlacht anwählen. Ansonsten sind nicht viele große Sachen passiert. Ähm, Wir werden jetzt aber langsam gucken müssen, dass wir geldtechnisch wirklich aufpassen. Ich war jetzt in, genau in dieser Zeit ja schon im Minus und jetzt wurde ich quasi schon verwarnt und habe noch mal so ein, wie nennt sich das, Geldschub bekommen. Aber das können wir halt nicht immer machen. Und so langsam aber sicher sollten wir dann irgendwie gucken, dass wir ja, da mal jetzt in den Krieg so eine Art Pause bringen. Richtung Süden. Naja, fahren wir ja fast. Oh, okay. Da wird doch gleich das Feuer eröffnet. So nah dran sind die doch bestimmt gar nicht. Ja, sind das unsere älteren Battleships? Sind das noch? Ah, okay. Ja, warum nicht? Mal schauen, ob wir dann noch hier jetzt die schweren Kreuzer da rausnehmen können, der Chinesen. Die sind wahrscheinlich sogar etwas moderner schon, oder? Ja, die sind schon moderner, aber naja gut, mit einem Turm. Den leichten Kreuzer das Feuer konzentrieren, damit der uns hier nicht noch mit Torpedos überrascht. Das machen sie ja immer ganz gerne. Aber man sieht jetzt auch schon, also wir haben fast überall angeschlagene Flotten natürlich und so langsam müssen die alle mal in die Häfen und überholt werden und das wird halt noch eine relativ teure Geschichte. Ich hatte jetzt kurzzeitig auch mal halt Crew und Forschung komplett hochgesetzt, aber das muss ich gleich wieder runterdrehen, bis das überhaupt mal was vorangeht. Aber ich denke, dass, wie gesagt, wir müssen da mal jetzt ja, die ganze Flotten da zurückholen. Das ist einfach zu viel momentan. Vorsprung hier.
wäre der direkt gesessen. Ja, damit haben wir das schon. Mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Tja, das haben wir uns auch geholt. Das bedeutet aber auch, wie gesagt, dass wir jetzt keine weiteren Invasionen mehr anstreben erstmal. Und die Flotten, weil ich muss die unbedingt auch na, wie sagt man, unbedingt modernisieren. Die haben das echt nötig. Und die müssen unbedingt alle mal ein paar Monate in die Werft. Dass die sich alle mal auffüllen können und so. Und man sieht ja jetzt, also hier ist es extremes Minus und wir würden eigentlich sogar noch schlimmer aussehen. Jetzt habe ich auf Beenden gedrückt, mein Gott. Wir würden sogar noch schlimmer aussehen, wenn wir jetzt vom letzten Monat diesen Bonus da nicht gekriegt hätten von der deutschen Regierung. Weil wir waren schon krass im Minus. Aber das ist halt manchmal so. Die Flotte ist im Umbau noch. Das ist das, was noch Neues gibt. Ich muss jetzt noch mal gucken. Die sind alle auf Verteidigen. Aber ich muss hier mal rollentechnisch, ich zeige euch das auch noch gleich, gucken, dass die wirklich alle auf Minimum gesetzt sind. Ja, ich habe die Arminius noch mal ein bisschen umgebaut und zwar so, dass sie hier Secondaries hat. Ich habe die Türme vorne zusammengefügt, die Schornsteine nach hinten gepackt und andere Kaliber drauf gemacht. So wurde die ein bisschen leichter. Und wir haben jetzt die 330er. Dazu habe ich die Kanonen auch gekürzt, weil wir haben ja gesehen, auf Entfernung treffen die gar nichts. Und dementsprechend habe ich die dann nochmal angeglichen, so dass wir hier andere Verteilungen haben und die dann noch besser gepanzert wird. Ja, und die Dessau habe ich dann dementsprechend auch angeglichen. Kleinere Kaliber, mit der Hoffnung, dass die dann besser treffen. Und dementsprechend das Boot ein bisschen angepasst. Die Geschwindigkeit ist hier gleich geblieben. Die Arminius ist ein bisschen schneller geworden, aber nur ein kleines bisschen. Aber man sieht hier bei der Dessau jedenfalls die Kaliber. Wir sind jetzt hier bei 225 mm und vorher hatten wir 254. Ich hoffe, dass sie damit präziser ist. Sie macht zwar weniger Schaden, aber ich denke, dass wir da besser mit wegkommen. Und dementsprechend werde ich die dann auch anfangen umzubauen, solange es meine Finanzen zulassen. Ich hatte jetzt hier alles hoch und muss jetzt dementsprechend wieder hier versuchen zu agieren. Aufgrund des Umbaus sieht es halt so aus, aber ja, das geht halt nicht anders. Ich werde trotzdem versuchen, hier auf 50% wenigstens zu bleiben. Ne? Manchmal gar nicht so einfach, ja. In der Wissenschaft ist jetzt, die lag ja still, deswegen sieht es jetzt hier nicht irgendwie anders aus. Obwohl wir uns mal ein bisschen auf die großen Waffen mal ein bisschen auch konzentrieren sollten und auf die kleinen. Und dann auf die Geschützanordnung.
auf die Mechanismen mal, dass wir da vorankommen. Ja, wie gesagt, so hole ich jetzt erstmal die Flotte zurück, damit das hier alles irgendwann mal auch bezahlbar wird. Und dann werden wir die dann dementsprechend irgendwann auch umbauen. Man sieht jetzt auch, wir sind hier ziemlich heftig schon in der Reparatur. Das lag daran, dass ich ein paar Autolösungen hatte und auch unsere Schiffe dadurch Schäden gekriegt haben. Und hier weiß ich gar nicht, ob es schon die neue ist. Ne, es sind auch noch die alten, die dabei sind. Ja, mit den älteren Kanonen. Und das ist schon ziemlich heftig hier. Ist übrigens der gleiche Konvoi, glaube ich. Und auch hier sind wir noch mit der alten Bewaffnung unterwegs. Ah, nee. Das haben einfach die Spanier gerade Glück, dass wir die Konvois nicht abfangen. Aber das ist so der Stand der Dinge. Wir gehen mal in die nächste Runde und dann schauen wir mal, wie unsere Ausgaben aussehen werden. Also viel weiter runter werden die nicht gehen. Jetzt gerade, Gott sei Dank haben wir diesen Schub hier. Sonst hätten wir das jetzt schon nicht mehr überlegt und ich hätte alles stilllegen müssen. Und ich hoffe auch, meine Umrüstung ist bald zu Ende. Wir werden jetzt hier auch zustimmen. Also, ich hoffe, dass die Spanier dann bald irgendwann nochmal darum... Die Pommern. Das ist eine Egir-Klasse gegen 2. Das werden wir mal versuchen hier. Da gehen wir jetzt mal rein. Das nehmen wir mit. Ich hoffe, ich verliere jetzt das Schlachtschiff nicht, aber gegen 2 CA sollten wir uns eigentlich wehren können. Das sollten wir hinkriegen. Bisschen Munition sparen. Ich hoffe, die hat Munition. Wie sieht's aus? Naja, es geht. Das geht schon. So, Südwesten. Mal schauen. Waffenungstechnisch, ja. Das sollten wir hinkriegen. So viel zum Thema Südwesten. Ja, die sind sehr aggressiv. Ja, aber das soll uns nicht stören. 20 Minuten runtergehen. Schon die ersten Treffer auf dem ersten CA. Ah, gar nicht so schlecht. Die Spanier schießen sich Gott sei Dank noch ein. Keine nennenswerten Treffer bei uns. Ja, das ist schon mal ganz gut. Und wir gehen wieder unsere Taktik. Wir fahren drumherum und kreisen die. Hier schon Daten. Gucken wir uns den mal an. Ein paar Mal hat schon eingeschlagen, aber nicht wirklich nennenswert. Da hat es eingeschlagen und zwar ziemlich heftig. Der kriegt doch sofort Schlagseite. Ja, können wir hier das Schadensmodell sehen. Oh, hinten hat sie mal erwischt, ja. Der läuft doch echt heftig voll. Man mal eindrehen lassen hier, die ist schon viel zu weit weg. Jetzt mal gleich ein bisschen anschrägen. Halt ja doch mal das eine oder andere gerne ab. Ja, auch
Hier haben wir jetzt getroffen, auch hinten. Das läuft auch schnell voll. Also er scheint nicht viele nicht viele Shots zu haben, wie das hier aussieht. Kommen jetzt gefährlich nah. Also ein bisschen aufpassen in der Torpedo-Range. Die treffen jetzt natürlich dementsprechend auch bei uns. Jetzt fahren sie sich fast selber über den Haufen. Und der hat jetzt schon böse gekriegt hier. Weil wir schlagen uns hier ganz gut. Ich denke, das haben wir schon für uns entschieden. Kommt man selber ohne nennenswerte Schäden, aber keine Mannschaftsverluste, das ist schon mal gut. Ich denke, die Ambrosio wird gleich sinken. Konnten Wassereinbruch sogar stoppen, na gut. Ja, das war's mit der Ambrosio. Das kriegt die nicht mehr hin. Das glaube ich nicht. Hier immer noch ohne Besatzungsverluste, Gott sei Dank. Spitzer wieder zufahren auf die. Ja, der hat gesessen, aber keine Überschwemmungen. Ich staune immer noch, dass die Main Guns teilweise aus diesen Entfernungen immer daneben schießen. Weil die kämpft hier, die Ambrosio. Ja gut, das war's jetzt, aber die hat gekämpft, muss man ja sagen. Ja. Und damit haben wir es. Auf die Pommern dann. Hat sich jetzt gut geschlagen hier. Dann müssen wir aber trotzdem jetzt die Kampfbereitschaft der Flotte komplett runterfahren. Vor allem im chinesischen Raum haben wir da jetzt das Glück, dass dann, denke ich, in der nächsten Runde wir dann schon besser sind. Das im Kampf. So, und dann die Seekontrolle mal runterfahren hier auf Verteidigung. Und ich denke, jetzt sollte das geldmäßig schon ein bisschen besser aussehen, ja. Etwas besser jedenfalls. Ja, Reparatur von 10 BBs, das ist natürlich so. Jetzt mal gucken. Wir sind auch in dem Umbau noch. Beim Nachrüsten sieht man ja 4 Monate. Ach, Katastrophe. 2 Monate. 1 Monat reparieren. Werden dann dementsprechend einmotten müssen. Sonst wird das hier alles ein bisschen zu teuer. Ja, und die Konvoifahrten. Ja, jetzt die Flotten hier rauszuschicken. Die sind auch noch alle nicht umgebaut, ne? Das ist das Problem. Das müssten wir jetzt eigentlich machen. Das läuft dann quasi hier. Ich klicke das an und wenn ich das kann, entweder ist es gelb oder rot an. Wenn ich es kann, dann sieht es so aus.
das ist zu viel. Das können wir uns nicht leisten. Ja, aber so würde das dann aussehen. Und hier dasselbe. Ich meine, wir haben jetzt hier die Mainz. Die nehmen wir noch mit dazu. Das ist nur die eine. Und die sind alle noch im Kampf. Aber wenn ich das sehe hier, manche hier mit recht wenig Kraftstoff auch. Die sitzen alle dort. Okay, das sind die, die dann hier den Konvoi abfangen wollen anscheinend. Die wollen noch einen Kampf. Okay. Aber ja, so sieht's aus. Dann gehen wir mal noch in die nächste Runde schnell. Und ich hoffe, dass dann schon China mit den Verhandlungen da ist. Weil manchmal bricht er die Verhandlungen trotzdem ab. Aber eigentlich müsste das klappen. Und wir können mit China schon mal Frieden schließen. Das wäre gar nicht so schlecht. Nach den gescheiterten Verhandlungen. Ah, super. Also kein Frieden mit China. Na gut. Wir könnten natürlich jetzt hier unser Geld noch auf, aber noch geht's. Nee. Und die stehen alle auf Verteidigen, das ist schon mal gut. Sind aber noch alle in der Reparatur. Jetzt wollen wir mal gucken. Sind die jetzt alle um? In der Braunschweig habe ich hier noch. Die Klasse habe ich gar nicht mehr, glaube ich, oder? Okay. ...305. Die könnten wir eigentlich mal entsorgen. Wo sitzen die? Die werden wir mal... Warte mal gucken, ob wir noch was haben. Oh, wir haben noch mehrere, so eine Braunschweig. Aber die sind schon eingemottet. Mit der kämpfen wir ja gar nicht mehr mit der Klasse. Die werden wir mal entsorgen. Die sind veraltet. Weil wir ja eigentlich mit Igir arbeiten. Da muss ich nur mal gucken. Die müssen alle noch umgebaut werden. Und das sind alle... Wir werden die mal einmotten, glaube ich. Achso, das ist schlecht. Jedenfalls die können wir nur entsorgen, das will ich aber dann nicht. Die auf jeden Fall, die in China sitzen, die werden wir uns jetzt mal raussuchen. Das waren die hier halt. Dieses Ding ist, also das nervt mich, das brauche ich hier nicht. Das ist furchtbar. Aber die werden wir mal erstmal einmotten. Ja, ich glaube, das wird besser sein. Die anderen sind erstmal auf Nachrüsten. Die sitzen in Shanghai. Weil wir haben ja ziemlich viele, gerade die hier aktiv sind. Und das bringt uns sonst nichts. Die einen in Shanghai, die werden wir mal lassen.
Und eine suche ich noch. Die wird aber wahrscheinlich noch in der Reparatur sein. Die Biowolf, die hat ja sich immer bewährt. Irgendwie. Die werden wir dann nicht deaktivieren. Dann ja, die CAs, da müssen wir dann mal gucken. Das sind jetzt so viele mittlerweile. Jetzt gehen wir erstmal hier auf Deaktivierung. Und dann muss ich das ein bisschen noch nach Hafen sortieren hier. In Bremen haben wir ja da reichen erstmal 2 CAs. Die wir nicht deaktiviert. Achso, die einen sind schon deaktiviert. Ah, okay. Das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Die brauchen wir noch in Danzig. In Danzig haben wir auch mehrere. Also das nervt mich hier. Das müssen die abstellen. Das geht gar nicht. Kann man deaktivieren. In M reichen auch erstmal nur 2. Weil sonst wird das hier mit der Flotte langsam teuer. Hamburg haben wir schon so eingemottet soweit. In Kiel haben wir auch noch einen Haufen, die jetzt gerade gar nicht benötigt werden. Aber auch ein Pillow, das ist alles schön, dass wir die haben. Aber das kostet gerade so viel Geld. Und die in Wilhelmshaven lassen wir auf jeden Fall. Und dann sollte das geldmäßig, oh ja, schon wesentlich besser aussehen. Und ja, das lassen wir trotzdem. Wir sind zwar minus, aber und wir werden mal gucken hier, dass wir uns beziehungstechnisch wieder den Briten ein bisschen anfreunden. Jetzt wird das hier eine teure Nummer. Genau, die Umrüstung, sobald das hier dann fertig ist. Und wir hier so langsam wieder, jetzt kommt ja auch das Plus rein, aber wir müssen halt die anderen noch umbauen. Und da müssen wir dann mal schauen. Also, dass wir das geldmäßig, dass wir uns da ein bisschen erholen. Ich meine, die Reparatur kostet dementsprechend auch noch Geld. Und. Aber, dass wir dann dementsprechend hier umbautechnisch mal vorankommen. Und wir werden jetzt mal zustimmen bei beiden. Das wäre nämlich wirklich gut. Das können wir mal machen hier. Und okay. Nee, natürlich, die wollen jetzt die stillgelegten Boote kaufen, aber das machen wir nicht. Ja, finanztechnisch ist es halt wirklich, ihr müsst hier auf euren Crewpool aufpassen, euren Marinefonds. Der Marinefonds selber kriegt ab und zu mal Geld von der Regierung, aber ansonsten müsst ihr hier über euren monatlichen Saldo den auffüllen. Jetzt haben wir einmal von der Regierung so richtig aufgefüllt gekriegt. Und hatten dann noch so einen Handelsvertrag hier. Dadurch konnten wir das jetzt mal echt pushen. Das hätte uns fast hier sonst den Kopf gekostet. Also wenn ihr da nicht aufpasst, wichtig ist halt, dass ihr eure Transportkapazitäten oben haltet. Also das dann lieber Mannschaftstraining runter, Tech-Budget runter. Man sieht ja hier unsere Ausgaben, also das stockt sich dann schon erheblich und dementsprechend müsst ihr dann auch gucken, wie ihr eure Forschung und auch bei den Schiffsdesigns, wie ihr da rangeht. Solche Sachen hier, also das immer neu zu bearbeiten, macht nur Sinn, wenn ihr schon dementsprechend viele BBs und CAs habt, die ihr dann lieber umbaut, weil das viel schneller geht. Ansonsten würde ich immer eine neue Klasse auflegen. Also wenn ihr dann doch modernere Boote haben wollt, weil das Problem ist, wenn ihr das hier baut,
Dann muss ich erst die Armenios bauen. Und müsste dann hier nochmal aufs Upgrade gehen. Und wenn wir jetzt hier gucken, zum Beispiel, wir klicken jetzt die eine an, dann wird das wahrscheinlich 2 Monate lang dieser Umbau sein. Der wird dann wahrscheinlich 2 Monate dauern. Ja. So, und wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt die Gier zum Beispiel hier, die ich 16 Monate bauen muss. Und muss dann hier nochmal 2 Monate upgraden. Und bei der hier ist es, glaube ich, sogar so, dass wenn wir jetzt das hier umbauen wollen, 3 Monate. Und wenn wir jetzt aber gucken, wir gehen jetzt hier auf die Dessau, 13 Monate. Und dann baue ich sie hier nochmal 3 Monate um. Das lohnt sich dann irgendwann nicht mehr. Und da ist es manchmal besser, eine neue Schiffsklasse aufzusetzen. Und die einfach zu bauen. Schon mit den neuesten Sachen mit drin. In dem Fall haben wir so viele CAs und BBs, dass wir hier das einfach umbauen können. Mal kurz gucken bei meinen Finanzen. Das geht noch. Vielleicht können wir ja die ganze Flotte jetzt hier umbauen. Es ist keiner mehr in der Reparatur, oder? Doch, es waren noch welche in der Reparatur. Ja, 4 BBs, 2 CAs sind noch in der Reparatur. Da müssen wir mal schauen, dann, wie wir das machen. So, und dann kommt hier das Gelbe. Also wenn ihr schon direkt im Umbau seid und ihr habt sonst nichts mehr zum Umbauen, dann kommt das. Aber das werden wir nicht können. Das sind noch zu viele, glaube ich. Und ich kann nicht mal auf Proceed drücken. Also das kriegt er nicht hin anscheinend. Das würde gehen. Das würde gehen. Das ist schon viel, ne? Aber wir müssen das machen. Und auch bei der Igier. Hier dasselbe. 2 Monate. Aber das werden wir nicht mehr können, oder? Doch. Da gehen wir wieder so krass ins Minus. Ja gut, wir haben jetzt Marinefonds wieder relativ gut. Stehen wir wieder gut da. Das rettet uns so ein bisschen. Aber wir sehen jetzt, wir sind wieder krass im Minus, ne? Wie sieht man das jetzt ganz gut? Könnte ich jetzt hier noch angleichen, mache ich jetzt aber nicht. Das können wir so noch aus dem Fonds ziehen. Und wenn wir Glück haben, ist jetzt in der nächsten Runde Frieden. Wenn wir Glück haben. Und dann werden wir uns von den Spaniern Marokko oder Mallorca fordern. Dann mal gucken, Marokko wäre ganz gut. So gesehen, aber ob wir das dann kriegen. Und bei den Chinesen weiß ich gar nicht. Oh scheiße, da hätte ich mal nachgucken sollen. Der Frieden mit Spanien geht aber weiter. Okay. Kriegkraft, Empire und Japan. Ah, okay. Ja. Was nehmen wir? Hongkong? Hongkong wäre gut. Laos, Mongolia. Ah, die Mongolei. Schwierig. Bhutan. Wenn wir die Mongolei nehmen, kriegen wir Laos nicht, oder? Doch. Aber dann kriegen wir Bhutan nicht. Ja, wir versuchen es trotzdem mal. Mongolei und Laos haben wir gekriegt, na toll. Nee, das geht momentan nicht. Das kann man nicht machen. Okay, so, nein, nein. Also wir könnten auch Schiffe verkaufen und dann, wie gesagt, dann sieht das hier auch alles wieder gut aus. Das wäre sonst meine Option gewesen. Ich hätte einfach Schiffe verkauft. So, wo stehen wir denn jetzt? Das haben wir gekriegt. Das haben wir uns, also das haben wir jetzt dazu gekriegt hier. Ne, das haben wir uns sogar geholt. Hier ist ja die Mongolei. Was rede ich denn da? Das war aber dann nicht clever von ihm. Ja, das heißt, wir sitzen jetzt hier auch direkt an Russland. Und sitzen hier in Russland. Aha. So.
Zentralchina, wann haben wir uns das denn geholt? Das habe ich selber gar nicht mitgekriegt. Und Laos. Laos ist jetzt natürlich abgeschnitten, könnte aber später interessant werden, wenn wir wirklich gegen die Briten gehen sollten. Gegen die Franzosen, Entschuldigung. Aber das sind schon wichtige Gebiete, die wir hier haben. Also China ist komplett zerrissen worden. Bhutan hat uns sogar gar nichts gebracht. Ist gar nicht so schlecht, dass wir Bhutan nicht haben. Hongkong wäre halt gut gewesen hier. Aber das sieht schon mal gut aus. Tja, die Spanier. Also ich hätte ja gerne hier die Philippinen, aber auch diese Inselketten wären schön, weil die einfach dann hier sich mit erschließen. Da müssen wir dann aufpassen, dass wir da hier vielleicht irgendwann später, falls wenn die Verhandlungen kommen und die sagen, hey, okay, wir verhandeln jetzt mit euch, dass wir da vielleicht noch was abgreifen. Wo sind die Spanier sonst? Kuba wäre natürlich auch nicht schlecht. Und ansonsten sind die Spanier hier unten nicht wirklich vertreten. Ne? Wir sind da noch vertreten, aber ja. Ansonsten haben die Spanier hier nicht viel. Die Deutschen hier immer noch in Bewegung. Kongo, okay. Wir wollen hier die Landmassen zusammenschließen anscheinend. Das können sie auch gern machen. Hier wird dann versucht, Algerien, Marokko könnte man dann auch versuchen, eine Marineinvasion. Aber das müssen wir dann später machen. Unsere Flotte hier, jetzt gucken wir mal auf Status. Die sind in der Betriebnahme, das sind die Umbauten. In einem Monat. Und hier sieht man ja jetzt 5 Monate im Umbau, 3 Monate im Umbau. Und hier kommen die Operations... Oh, die Tirpitz hatte so richtig Schäden. Und die Bismarck. 7 Monate Reparatur. Ja, Dios mio. Die haben mal gut Schaden gekriegt, ne? Ja gut. Manche sind bald fertig. Ja, schauen wir mal. Springen wir noch ein Ründchen. Die Spanier können sich jetzt leider erholen, aber wir auch. Das ist auch für uns wichtig. Und hoffe ich, dass wir uns finanziell auch bald erholen werden. Ja, wir werden wieder zustimmen hier. Bulgarien will jetzt bestellen, aber ich kann jetzt leider nicht. Sorry, Bulgarien. Noch müssen wir nichts verkaufen. Finanzen, warte mal, Wissenschaft, wo stehen wir da? Das sieht schon mal gut aus. Mit den kleinen Waffen dauert das hier irgendwie noch. Sind wir sonst noch irgendwo weiter? Nee. Aber flottentechnisch das langsam besser aus. Die Umrüstung läuft noch. Ja. Das ist immer, die Verwaltung ist natürlich auch mal so ein Akt. 2 Monate alles noch. Gut, ich werde jetzt hier gucken, dass ich hier, warte mal, wir machen noch die nächste Runde und dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier Frieden haben und ob wir uns hier irgendwelche Länder reinholen können. Ob das mit den Verhandlungen hier endlich funktioniert und dann schauen wir mal weiter. Wenn jetzt so übel mussten die Spanier gar nicht leiden. Die Chinesen da schon wesentlich heftiger gelitten. Und jetzt mal. Ah ja, wir haben das. Und die Sowjets gehen jetzt auf die Spanier los. Marokko wollten wir unbedingt haben, ne? Aber wir kriegen dann alles andere nicht. Aber wir haben sowieso nicht so viel.
Marokko wäre schon schön. Haben wir auch gekriegt? Gut. Okay. Wir müssen... Nein, nein, nein. Politiktechnisch müssen wir jetzt echt mal gucken hier. Wo stehen wir denn überall? Mit Österreich-Ungarn stehen wir aber so schlecht, ne? Achso, wir gehen mit den Sowjets. Und die sind jetzt mit China, mit Spanien und mit Italien im Krieg. Ach du, ja, Gott sei Dank. Das ist schwierig, ne? Und ich muss mich schonen. Mit Japan sind wir relativ dick. Und mit Russland. Jetzt müssen wir uns natürlich dementsprechend da auch orientieren. Russland und Japan. Japan ist natürlich jetzt mit Spanien, China und Österreich-Ungarn im Krieg. Deswegen stehen wir mit Österreich-Ungarn auch schlecht. Ach na, das wird ja herrlich. Aber wir müssen versuchen, hier mit den Briten mal ein bisschen. Mit dem wollen wir uns gerade nicht anlegen. Das ist wirtschaftlich, wäre das fatal. Hier passiert jetzt auch nicht viel. So, ja. Also Marokko gehört jetzt zu uns. Und von daher melde ich mich mal wieder, wenn es dann was Spannendes gibt.